Lotto ist Glück. Das hier, was er betrieben hat, ist ja kein Glück. Das ist ja mit einer Heckert-Maschine machst du ja erstmal nichts verkehrt. Wir sind ja ein reines Lohnfertigungsunternehmen. Wir stellen kein eigenes Produkt her, sondern sind ja produzierendes Unternehmen für großteils Gießereien. Er kann heute nicht sagen, welches Produkt er in 2 Jahren fertigen wird. Ja, und das sind natürlich die Herausforderungen, auf die wir auch eingehen mit ihm. Also die Teilegrößen, die wir hier bei uns im Unternehmen bearbeiten, sind von faustgroß bis zum maximalen Störkreis jetzt mittlerweile bis 1,40 Meter. Die Bedarfe der Kunden gehen immer mehr dahin, noch größere Teile bearbeiten zu können. So ein Getriebegehäuse für so einen Traktor hat schon ordentliche Dimensionen. Das ist eine HLC 630, der hat eine 7.500er Getriebespindel mit 1500 Newtonmeter Drehmoment, also eine Spindel mit richtig Power. Das heißt, er braucht auch keine Kompromisse machen. Ne? Also er kann heute jedes Gussmaterial, was da ihm unterkommt, eben halt bearbeiten. Also das war der Grund, weswegen wir in das Bearbeitungszentrum investiert haben. Also wir hätten manche Teile nicht bearbeiten können oder bestimmte Aufträge nicht annehmen können, die wir jetzt eben annehmen können. Von der Teilegröße und auch von der Teilegenauigkeit. Der Trend geht immer mehr dahin, dass der Kunde sagt, wir wollen uns nicht das Lager volllegen. Wir haben uns für ein FMS-System entschieden, weil die Rüstoperationen hauptzeitparallel, das heißt während die Maschinenspindel läuft, erfolgen können und dort jetzt keine Ausfallzeiten entstehen, dass die Maschinenlaufzeit wirklich optimal ausgenutzt wird. Er drückt auf den Knopf, sagt, heute läuft das Produkt und morgen läuft das Produkt. Kann priorisieren. Und den Palettenspeicher hat er auch bewusst so gewählt, dass der Palettenspeicher alle Möglichkeiten der Maschine eben halt auch ausschöpfen kann. Also die Maschine ist nicht limitiert. Mit dem FMS sind wir eben in der Lage, auch mannlos in der Nachtschicht oder ins Wochenende hineinzuarbeiten. Also unsere Stärke liegt eigentlich ganz klar gerade in dieser Flexibilität. Und das ist eigentlich mit einer Standalone-Maschine ohne Automatisierung kaum machbar. Ich denke, das spricht für sich. Ja.